USB-C lädt nicht mehr bzw. powert das Laptop nicht mehr. Was ihr da machen könnt, ausprobieren könnt, zeige ich euch in diesem Video und vielleicht auch noch das ein oder andere Wissenswerte über USB-C-Netzteile im Allgemeinen. Nummer 1. Eine häufige Ursache ist, dass man einfach das falsche Netzteil hat und dass das Netzteil zu wenig Leistung hat. Auf jedem Laptop steht auf der Rückseite, und zwar immer unter Input, die Angabe, was das Laptop gerne hätte. In dem Fall sehen wir hier 20 Volt und 3,25 Ampere. Das ist nicht immer unbedingt notwendig. Manche Laptops kommen auch mit weniger klar, aber das ist quasi bei voller Leistung, auch bei stärkeren Modellen, das, was das Laptop sich wünscht. Die Wattzahl steht oft nicht dabei, aber als kleiner Bonustipp, das ist sehr, sehr einfach auszurechnen. Da nimmt man einfach Volt mal Ampere, in dem Fall also 20 mal 3,25 und da kommt man auf 65, also 65 Watt wäre hier ideal. Und jetzt guckt man auf dem Netzteil und da steht der Output. Das ist bei dem hier wahrscheinlich super schwer zu lesen, vor allem wenn man es falsch rumhält. Und da wiederum sieht man jetzt den Output und da kann man in dem Fall lesen 20 Volt bei 2,25 Ampere. Hier steht die Wattzahl mit dabei, das sind 45 Watt. Das heißt, das ist eigentlich zu wenig für dieses Laptop, wobei das Modell hier jetzt damit wahrscheinlich klarkommen würde. Aber generell kann man sagen, wenn man hier zu wenig Leistung hat vom Netzteil und hat einfach das falsche Netzteil erwischt, dann ist das ein Grund, warum das Laptop nicht mehr lädt. Apropos Power und richtige Leistung. Wenn man ein sehr starkes Laptop hat oder eben ein einfach zu schwaches Ladegerät verwendet, was ich hier jetzt mal mit Absicht mache, da kann es jetzt passieren, dass man hier zum Beispiel, wenn ich das jetzt einstecke, dann geht die Ladelampe zwar an. Das heißt, die laden, solange das Laptop quasi aus ist und geschlossen ist. Wenn man das Laptop dann aber anmacht, bekommt man zum Beispiel eine Fehlermeldung wie diese, die direkt sagt, ja, das ist mir nicht genug, ich brauche ein bisschen mehr Power bitte. Oder wenn man es im laufenden Betrieb einsteckt, passiert einfach gar nichts. Oder man bekommt eine Fehlermeldung wie diese hier, die sagt, das ist ein bisschen langsam, ich hätte gerne ein bisschen was Stärkeres. Oder man sieht wie hier das Ausrufezeichen am Akku, was einem auch sagt, irgendwas stimmt hier nicht und da sollte man das Netzteil dann mal überprüfen. Okay, auch der nächste Punkt hat mit dem Netzteil zu tun. Und zwar, wenn man das Laptop nicht mit dem Original des Herstellers lädt, was eigentlich immer zu empfehlen ist, oder ja, vielleicht hat man sich auch ein Universalnetzteil gekauft, dann kann das tatsächlich eventuell zu Schäden führen. Und zwar ist es so, dass moderne Ladegeräte und auch Laptops eigentlich so ausgelegt sind, dass sie jetzt Schäden durch Überspannung oder Unterspannung verhindern. Aber es gibt trotzdem, also gerade bei minderwertigen Ladegeräten und vor allem auch bei Kabeln, kann man durchaus die USB-C-Anschlüsse beschädigen oder auch überhitzen. Das heißt, mein Tipp ist hier auf jeden Fall nach Möglichkeit Originalnetzteile zu verwenden, die wirklich für das Gerät gedacht sind. Oder wenn man Alternativen sucht, dann kann ich euch hier wärmstens die Delta-Netzteile empfehlen. Da lasse ich euch auch einen Link in der Beschreibung zurück. Ein anderer Punkt ist auch, dass es manche Hersteller gibt, die lassen überhaupt auch nur ihre eigenen Netzteile zu.
Da kann man also, wenn man irgendeinen Nachbau hat oder irgendeine Alternative, dann laden die vielleicht sehr langsam oder laden eben gar nicht. Ja, also in dem Fall kann man tatsächlich einfach nur googeln, mal sein Gerät, sein genaues Modell googeln und schauen, ob das der Fall ist. Zum Glück ist das tatsächlich eher die Ausnahme, aber ich will es trotzdem erwähnt haben hier. Ja, wie gerade auch kurz angesprochen, kann ein falsches Kabel auch dazu führen, dass das Laptop nicht mehr lädt. Bei den originalen Netzteilen ist es ja meistens so, dass das Kabel fest verbaut ist. Also da ist man dann auf der sicheren Seite. Und bei allen anderen Netzteilen sollte man auf jeden Fall, also bei Netzteilen, wo sich das Kabel quasi separat abnehmen lässt, sollte man halt auf jeden Fall schauen, immer das Kabel zu verwenden, das auch mit dem Netzteil geliefert wurde. Ich kann da jetzt, was Kabel angeht, gar nicht so tief in die Materie vordringen. Das würde so ein bisschen den Rahmen hier sprengen. Aber so die Eckdaten sind, dass man schauen sollte, ein Kabel, ein USB-C-Kabel auf beiden Seiten, USB-C natürlich, sollte dem PD-Standard, also dem Power Delivery-Standard entsprechen. Das ist sehr wichtig. Und das Kabel selber muss auch die Stromstärke unterstützen. Ja? Also so normale Handy-Ladekabel zum Beispiel sind meistens halt für 15 oder 30 Watt ausgelegt, was den meisten Laptops natürlich absolut nicht reicht. Also immer schauen, dass man das mitgelieferte Kabel benutzt, wenn man ein ordentliches Netzteil kauft, oder eben das Original, wo das Kabel dann eben schon dran ist. So, wenn man jetzt alle bisherigen Punkte überprüft hat und sich aber trotzdem einfach nichts tut, es kommt kein Strom an, es lädt nicht, es geht nicht an, dann ist es auf jeden Fall wert, mal zu schauen, ob das Gerät mehr als einen USB-C-Anschluss hat. In dem Fall, das hat das jetzt nicht, leider, aber die meisten Geräte oder die moderneren Geräte haben eigentlich mehr als nur einen USB-C. Und da auf jeden Fall mal schauen, alle Anschlüsse überprüfen, weil wenn einer von denen funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es eben an der Buchse selber lag. Okay, wenn man sein Netzteil überprüft hat und das hat genug Leistung, aber man bekommt trotzdem keine Ladeanzeige oder das Laptop geht trotzdem nicht an, es passiert einfach nichts. Das nächste, was man probieren kann, ist, wenn das Gerät mehrere USB-C-Buchsen hat, die meisten haben das jetzt ausgerechnet nicht, dann einfach alle USB-C-Buchsen mal durchprobieren. Und wenn nämlich die zweite zum Beispiel funktioniert und die erste aber nicht, dann weiß man auf jeden Fall schon mal, dass es wahrscheinlich die Buchse ist, die hier kaputt ist. Sollten jetzt alle Buchsen nicht funktionieren, dann wäre der letzte Schritt, den man noch probieren kann, ein anderes Netzteil auszuprobieren. Hier auf jeden Fall alles beachten, was ich bisher gesagt habe, jeden Punkt nochmal gegenchecken. In dem Fall benutze ich jetzt hier ein USB-C-Ladegerät und da kann man sehen, unter Output Type-C haben wir 20 Volt und 3,25 Ampere. Das passt also. Beim Kabel nehme ich das Kabel, das mit dem Netzteil mitgeliefert wurde. Und da weiß ich, dass das für die Stromstärke ausgelegt ist. Und ich weiß eben auch, dass das dem Power Delivery Standard entspricht. Und wenn ich das einstecke, dann kann man hier sehen, hoffe ich zumindest, dass die Lampe angeht, die Leuchte, und das Laptop selber auch angeht und auch ein Ladesymbol bringt und kann im Grunde genommen sagen, ja, dann war eben das alte Netzteil kaputt. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert, dann ist es halt so, dass man aller Wahrscheinlichkeit nach einen Schaden am Mainboard hat. Und dann sollte man das Laptop in Reparatur geben. Was ihr im Übrigen auch bei uns machen könnt, aber das mal nur so nebenbei.
Eine Sache, die auch viele gar nicht wissen, ist, aber wenn Laptops, wie jetzt dieses Modell hier zum Beispiel, das kommt mit einem eigenen Netzteil und auch mit einem eigenen Stecker, mit einem eigenen Ladeanschluss. Aber trotzdem laden die allermeisten Laptops auch über USB-C. Selbst wenn das nicht explizit dabei steht oder erwähnt ist. Also falls man das Netzteil mal irgendwo vergessen hat und jemand hat ein USB-C-Netzteil, kann man das aller Wahrscheinlichkeit nach bei neueren Modellen zumindest auch darüber laden. So, und jetzt zum Schluss noch ein kleiner Bonus. Wir haben ja jetzt schon relativ häufig gehört den Power Delivery Standard. Und da wollte ich euch mal kurz erklären, was das ist. Und zwar ist es so, dass die meisten Ladegeräte und tatsächlich auch, wenn wir jetzt zum Beispiel uns das mitgelieferte Lenovo-Netzteil anschauen, auch da sieht man ja, dass das Netzteil an sich mehrere Stromstärken unterstützt. Und bei Netzteilen, die das eben können, ist es eben wichtig, dass man ein Kabel verwendet, was den Power Delivery Standard unterstützt. Das sind nämlich quasi intelligente Kabel. Das heißt, die können dem Gerät mitteilen, wie viel Strom da eigentlich durchfließen darf. Und dann können die Geräte miteinander kommunizieren. Das heißt im Grunde genommen, man hat eben eine Quelle, das kann jetzt das USB-C-Netzteil sein, und man hat einen Verbraucher, das wäre in dem Fall jetzt das Notebook, aber auch, weiß ich nicht, eine Ladestation für Akkus oder keine Ahnung was. Und dann sagt das Kabel schon mal, also ich kann so und so viel aufnehmen. Das Netzteil sagt dem, also die Quelle sagt dem Verbraucher, was es alles kann. Sagt dann zum Beispiel, hey, pass auf, ich kann mit, 5 Volt, 9 Volt, 12 Volt, 20 Volt, was magst du haben? Und ja, dann sagt zum Beispiel so eine Ladestation hier, du pass auf, bitte nicht mehr als 12 Volt, das reicht mir vollkommen. Und gibt dann eben die Spannung frei. Und so ein Laptop dann würde jetzt zum Beispiel sagen, ja, gib mir alles, was du hast, passt für mich, 20 Volt ist super. Und erst wenn diese Kommunikation quasi funktioniert hat, gibt das Netzteil die Spannung frei. Und so wird dann im Grunde genommen sichergestellt, dass das Kabel nicht mehr Strom bekommt, als es eigentlich vertragen kann. Und genauso natürlich auch die Geräte, dass die nicht eine Überspannung erfahren oder auch eine Unterspannung. Das mal so jetzt in sehr groben Zügen einfach mal erklärt. So, ich hoffe, dass ich euch hier weiterhelfen konnte. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder wenn ihr noch Fragen habt, dann lasst uns das gerne wissen, schreibt in die Kommentare. Und ansonsten, ja, viel Erfolg und hoffentlich konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Bis dann!